Und auch darüber möchte ich sprechen mit Wolfgang Thierse, dem Bundestagspräsidenten AD. Willkommen bei Welt, Herr Thierse. Da legen sich die Altparteien gehörig ins Zeug, Punkte und Wähler zu sammeln. Und entweder stagnieren sie in Umfragen oder verlieren sogar. Einzig die AfD mit einem unter anderem sehr schrägen Hitlerbild gewinnt. Haben Sie eine These, wieso? Ach, das ist schwer zu erklären und zugleich einfach. Nämlich dahinter steckt offensichtlich bei vielen Menschen das Bedürfnis nach einfachen, klaren Antworten, der Wunsch nach einer starken Person, nach einer Figur, die den gordischen Knoten durchschlägt. Angesichts der Fülle der Probleme, der Fülle der Krisen, der internationalen Auseinandersetzungen ist dieses Bedürfnis nach so einer einfachen Antwort da, und offensichtlich befriedigt das die AfD besser, als es Demokraten tun können, die ja immer damit rechnen müssen und das auch aussprechen müssen, dass die Probleme eben nicht ganz einfach zu lösen sind, dass es kein wunderbares Instrument, kein Wunder gibt, das die Probleme schmerzlos löst. Aber Herr Thierse, ist das wirklich ganz so einfach? Ich versuche es nochmal, weil allen Menschen wird gerade im Wahlkampf von fast allen Parteien versprochen, was die eigene Klientel mindestens geschmeidig hält und auch die anderen sich so ein bisschen wohlfühlen können. Und ein Kanzler, das haben wir gelernt, wäre dann nicht nur einfach Kanzler, sondern er wäre auch Mensch. Könnte es sein, dass vielen Menschen in diesem Land dieses Wahlkampftheater einfach nur noch zu den Ohren heraushängt? Ach, wissen Sie, ich würde nicht von Wahlkampftheater sprechen. Wahlkampf sind Hochzeiten der Demokratie. Da geht es um die Auseinandersetzung zwischen den demokratischen Parteien, die ihre Vorschläge machen, die die Alternativen darlegen. Das würde ich nicht Theater nennen. Diesmal haben wir es mit einer verkürzten Zeit zu tun. Aber wir müssen über die Ängste sprechen, die Unsicherheiten von Menschen. Und jetzt ist das Thema Migration wieder nach vorne gerückt. Das Thema wirtschaftliche Zukunft ist nach vorne gerückt. Und beide Themen sind offensichtlich mit Sorgen, mit Ängsten besetzt. Und da kommt die AfD daher und sagt, Grenzen dicht machen, Remigration, Leute wieder rausschmeißen. Das ist so eine einfache Antwort. So die Suggestion einer Lösung. Dabei ist es so fatal falsch, was die AfD anbietet. Das muss man den Menschen immer wieder erklären. Gefährdet euren Wohlstand. Wer aus dem Euro aussteigen will, wer eine europafeindliche Politik macht, wer eine ausländerfeindliche Politik macht, der gefährdet den deutschen Wohlstand. Denn unser Wohlstand hängt von Europa ab, unser Wohlstand hängt von Arbeitskräften ab, die auch zu uns kommen. Und das ist der eigentliche Punkt der Auseinandersetzung mit der AfD. Aber das, Herr Thierse, ist sicherlich nur die eine Seite der Medaille, weil man hat leider auch in diesem Land so ein bisschen den Eindruck, keiner traut sich, Wahrheiten zu sagen, vor einer Wahl schon mal gar nicht. Da wird fabuliert, da wird ventiliert, da tauchen Vorschläge auf, zum Beispiel, um die Sozialsysteme zu stabilisieren, das eben auch über Abgaben auf Kapitalerträge möglich zu machen. Notwendig aber wären grundlegende Reformen. Und da ist man sich unter den Experten einig. Aber keiner der Politiker nimmt das Thema wirklich in die Hand, vor einer Wahl schon gar nicht. Also wenn die Beobachtung stimmen würde, dann würde sie ja nicht den Erfolg von AfD erklären, denn die sprechen ja erst recht keine bitteren Wahrheiten aus. Im Gegenteil, sie erzeugen Suggestion. Ich bin ja Ihrer Meinung und sage, es geht auch in diesem Wahlkampf um die Zukunft Deutschlands insofern, als wir schmerzliche Veränderungen vor uns haben. Und die Politik dafür sorgen muss, dass wir uns nicht vor diesem Wandel drücken müssen. Aber, und da spreche ich als Sozialdemokrat, wir dafür sorgen müssen, dass die Schmerzen, die Opfer, aber auch die Früchte und die Gewinne dieses Wandlungsprozesses fair und gerecht verteilt werden und dass niemand unter die Räder kommt. In diesem Prozess des technologischen und wirtschaftlichen und sozialen Wandels, dem wir uns stellen müssen, also Zukunftshoffnung zu verbreiten, nicht dadurch, dass man meint, wir können uns vor dem Wandel drücken, wir können Illusionen erzeugen, sondern dadurch, dass wir nehmen ihn ernst, aber wir sorgen dafür, dass es in diesem Wandel auch Sicherheiten gibt für die Menschen. Wolfgang Thierse, ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Gerne.